Ihr nutzt die Bitbox als Hardware-Wallet und ihr wollt jetzt auch verschiedene Altcoins und NFTs mit ihr verwalten? Dann habe ich für euch heute eine nicht so gute Nachricht. Bleibt aber auf alle Fälle dran, wenn ihr mitunter wissen wollt, warum hier die Rabby Wallet so richtig versagt und wie ihr schlussendlich doch noch ans Ziel kommt. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es um Hardware-Wallets. Unserer Meinung nach sind Hardware-Wallets schon fast obligatorisch, wenn ihr Krypto-Assets verwaltet ab einem Wert von 1000 Euro oder aufwärts. Hier genießt die Bitbox einen relativ guten Ruf, gerade was den Aspekt der Sicherheit angeht. Allerdings lässt einen die Handhabung schon manchmal etwas verzweifeln. Warum? Hier müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen die Ausgangssituation klären. Ich habe einen Freund, der sich eine Bitbox geholt hat, eben wegen diesem guten Ruf. Dieser Freund will jetzt in ein NFT-Projekt investieren und möchte die NFTs in seiner Wallet angezeigt bekommen. Das Ziel ist, wie ihr also selbst seht, nichts besonders Ausgefallenes, hat uns aber tatsächlich den letzten Nerv gekostet. Heute gibt es eine konkrete Problemstellung, was denn überhaupt hier erreicht werden sollte und woran es lag, und zu guter Letzt natürlich auch eine Lösung für das ganze Problem. Wenn euch diese kostenlosen Mehrwerte helfen, gerade auch im praktischen Bereich, wie ihr mit euren Hardware-Wallets umgehen könnt und wie ihr hier einen Schritt weiterkommen könnt, dann unterstützt sehr gerne diesen Kanal, indem ihr einfach nur einen Daumen hoch hier lasst oder auch sehr gerne kommentiert. Das würde uns dabei helfen, dass wir vom YouTube-Algorithmus eine größere Relevanz erhalten. Vielen Dank schon einmal vorab und jetzt geht's los. Der erste Schritt, der hier zu gehen ist erstmal herauszufinden, wie denn die Assets, die ihr zukünftig verwalten wollt, mit der Bitbox organisiert werden können. Hier hat sich Shift Crypto die Mühe gemacht, eine separate Seite mit unterstützten Assets bereitzustellen. Es gibt hier sogar eine Suchenfunktion, das heißt, ihr könnt hier einfach einen Token oder einen Coin eingeben und dann seht ihr auch, wie dieser mit der Bitbox zu handhaben ist. In unserem Fall war es ein NFT auf der Polygon Blockchain und da sehen wir eben, dass diese Assets nicht von der Bitbox-App selbst unterstützt werden. Das heißt, wir müssen hier einen Drittanbieter als, man könnte sagen, Brücke nutzen. Hier haben wir uns erst einmal für die Rabby Wallet entschieden. Warum? Weil diese momentan relativ stark gehypt wird, überall in aller Munde ist und viele sehr begeisterte Tests und Reviews zu dieser Wallet vorhanden sind, was wir von Anfang an nicht verstehen konnten, weil ein entscheidender Aspekt bei dieser Wallet gefehlt hat, und zwar die Ansichtserweiterung. Bei MetaMask ist das ohne weiteres möglich. Die Ansichtserweiterung bedeutet, dass eben dieses Fenster hier wie bei MetaMask über eine komplette Seite geöffnet werden kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Chrome benutzt, habt ihr einen separaten Tab, der nur mit dieser MetaMask Software bzw. mit dieser MetaMask Erweiterung gefüllt ist, und bei Rabby Wallet geht das nicht. Warum ist das so wichtig? Relativ einfach, wenn ihr hier in diesem Bereich eine Aktion durchführen wollt und ihr habt nicht alle Informationen, die ihr braucht, um die Aktion abzuschließen und zum Beispiel in ein anderes Fenster reingehen müsst, dann schließt sich dieses Fenster hier wiederum und startet die Aktion von neuem, und das ist brutal umständlich und kostet natürlich auch erheblich Zeit und kann, wenn das mehrmals vorkommt, natürlich auch ziemlich nervig werden. Jetzt kommt aber der eigentliche Knackpunkt an der ganzen Sache. Es ist zwar möglich, fungible Token in die Rabby Wallet zu importieren, indem man einfach die Kontaktadresse eingibt, aber es ist tatsächlich nicht möglich, einen NFT manuell zu importieren. Das bedeutet, in der Rabby Wallet gibt es zwar eine separate Sektion, wo alle NFTs aufgelistet sind, hier werden aber nur die NFTs aufgelistet, die von der Rabby Wallet auch A als NFTs erkannt werden und B nicht als Scam eingestuft werden. Ihr könnt tatsächlich in dieser Ansicht der NFTs keine manuellen NFTs importieren. Und das zieht natürlich den Umstand nach sich, dass diese NFTs in der Rabby Wallet auch nicht angezeigt werden können und somit auch das Versenden dieser Assets nicht möglich ist. Und somit verliert diese Rabby Wallet vollständig ihren Sinn und ist absolut unnütz für unser Unterfangen. Also, um das nochmal klarzustellen, wenn ihr in ein NFT-Projekt investiert habt und mit eurer Bitbox diese nun in eurer Wallet anzeigen lassen wollt und diese werden von der Rabby Wallet nicht automatisch erkannt, könnt ihr mit der Rabby Wallet dieses NFT nicht verwalten. Das hat sich erledigt, die Rabby Wallet hilft euch hier nicht weiter.
Jetzt kommen wir hier aber zur Lösung. Denn es ist ja so, dass wir in dieser Liste herauslesen können, dass nicht nur eine Drittanbieter-Wallet diese Möglichkeit unterstützt, mit Bitbox zu kooperieren. Das ist hier die Ruby Wallet, sondern auch eine zweite MyEther Wallet. Und die werden wir uns jetzt etwas genauer angucken. MyEther Wallet ist ein, man könnte sagen, ein webbasiertes Programm zur Verwaltung der Wallet. Und der Lösungsweg, um jetzt das NFT korrekt anzeigen zu lassen, ist folgender. Ihr geht hier auf die Homepage myetherwallet.com. Natürlich wird dieser Link, aber auch der Link von der Bitbox bezüglich der unterstützten Coins und Token in der Videobeschreibung vorzufinden sein. Ihr klickt dann hier einmal auf Access My Wallet. Das dauert dann meistens 2-3 Sekunden, bis die ganze Sache geladen ist. Und dann müsst ihr hier einfach mal runterscrollen, bis ihr zu den Hardware Wallets kommt. Da klicken wir ebenfalls einmal drauf. Wenn ihr jetzt hier eine Bitbox habt, dann nehmt ihr hier die Bitbox 02. Ich habe momentan hier keine, deswegen zeige ich euch den Weg mit dem Ledger. Der ist nämlich analog wie mit der Bitbox auch. Wir wählen hier einmal den Ledger, wählen hier erstmal das Ethereum-Netzwerk. Warum? Weil Polygon in unserem Fall vollständig EVM-kompatibel ist, das heißt mit den Smart Contracts von Ethereum vollständig kompatibel und somit fällt Polygon hier auch in die Ethereum-Blockchain mit rein. Wir wählen also hier Ethereum. Selbst wenn wir hier Polygon auswählen wollen würden, wäre das nicht möglich. Von daher bleibt eben nur Ethereum übrig. Jetzt kommt ein kritischer Punkt, und zwar, wir müssen hier den korrekten Pfad auswählen. Da gibt es einmal einen Ethereum-Pfad und einen Ethereum Ledger Live-Pfad. Ich habe hier am Anfang den Fehler gemacht, dass ich meine Adresse, die ich importieren wollte, unter diesem Pfad gesucht habe. Ich habe über 400 Adressen durchsucht und bin einfach nicht auf meine Adresse gestoßen, habe mich gefragt, warum, bin schon fast verzweifelt, aber hier gibt es nochmal einen separaten Pfad, der wichtig ist auszuwählen. Weiterhin müsst ihr dann einfach anklicken, dass ihr höchstwahrscheinlich mit USB verbunden seid. Klickt dann einfach drauf zum Verbinden, damit der Ledger dann verbunden wird. Ich muss hier jetzt noch kurz erlauben, damit das Ganze auch funktioniert. Jawohl. Und dann ist es wichtig, dass ihr hier die korrekte Adresse auswählt. Ich werde jetzt hier meine erste Adresse auswählen. Das ist nämlich auch die, wo hier auch meine NFTs korrekt angezeigt werden. Dann ist es hier im nächsten Schritt noch wichtig, dass ihr das korrekte Netzwerk auswählt. In diesem Fall müssen wir Polygon nehmen. Da können wir auch wieder mit der Filterfunktion suchen. Klicken hier einmal drauf. Hier haben wir einmal den grünen Punkt bei der korrekten Adresse. Hier haben wir einmal den grünen Punkt beim korrekten Netzwerk. Klicken noch einmal to access my wallet. I accept the terms und access my wallet. Dann lädt die komplette Angelegenheit. Und jetzt, zu guter Letzt, ist es nur noch wichtig, dass ihr hier auf den NFT-Manager draufdrückt und dann könnt ihr auch schon eure Assets, so wie sie euch in eurer Wallet auch zur Verfügung stehen, euch anzeigen lassen. Es braucht meistens nur ein paar Sekunden, bis das Ganze lädt und dann könnt ihr auch einen NFT über die Senden-Funktion verwalten und an andere Wallets versenden. Somit müssen wir zu guter Letzt feststellen, dass die Nutzererfahrung bei der Bitbox eher unterdurchschnittlich ist und diese auch eher nicht für Anfänger geeignet ist. Die Ruby Wallet hat im Zusammenhang mit der Bitbox vollständig versagt. Wir wissen, warum wir weiterhin auf Metamask setzen. Zwar ist die Benutzeroberfläche bei Metamask nicht so hübsch, nicht so hochglanzpoliert wie bei vielen anderen Web3 Wallets, aber dafür funktioniert auch alles. MyEther Wallet richtet es zwar zum Schluss noch, aber bei so vielen umständlichen Wegen, gerade was so grundlegende Dinge beim Verwalten seiner Kryptoassets angeht, verwundert es nicht, dass die Adaption im Krypto- und im DeFi-Bereich eher schleppend vorangeht. Und da dürfen die Entwickler natürlich noch einiges dazulernen, dass sie auch die breite Masse angesprochen werden kann. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch eine Lösung zu einem Problem, das ihr vielleicht auch habt, bieten können. Wenn ja, bedankt euch sehr gerne einfach nur über einen Daumen nach oben und leitet diese Videos auch sehr gerne an andere Menschen weiter, die davon profitieren könnten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.